Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Mami Vlog Kitchen. Heute gibt es Action, denn es geht um Superhelden. Und zwar seht ihr zwei einfache Snacks voll mit Superhelden-Power. Das ist einmal ein super cooler Kryptonit-Slushy und Energiebälle. Das Rezept für die Energiebälle, das kommt vielleicht einigen bekannt vor. Ihr werdet das vielleicht schon entdeckt haben im unendlichen Speiseplan. Da sind das so Müsli-UFOs, das haben wir abgewandelt. Und der Kryptonit-Slushy ist eine Eigenkreation für dieses Video hier, die wirklich sehr gelungen schmeckt und wie wir finden auch noch super heldenhaft und mega cool aussieht. Probiert auf jeden Fall gerne beides aus. Schmeckt super, finden auch meine Kinder und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir starten jetzt mit dem echten Kinder-Highlight, wie ich finde. Also Yannick wird euch das sicher bestätigen. Und zwar mit dem Kryptonit-Slushy, der echt fix gemacht ist und nicht nur für die Superhelden-Party der Renner sein wird, sondern auch für die anstehenden heißen Sommertage der perfekte Kinder-Energy-Drink für zwischendurch ist. Und auch wenn er nicht so aussieht, man kann ihn definitiv als gesunden Slushy betiteln. Also in jedem Fall verglichen mit dem gekauften. Ja, um jetzt Saft in so einen Slushy zu verwandeln, dafür arbeiten wir mit einem Trick, und zwar könnt ihr, um solche Getränke und andere Flüssigkeiten in kürzester Zeit eiskalt zu bekommen, aus Eis und Salz eine Kältemischung herstellen, die dann dafür sorgt, dass die Flüssigkeit praktisch in kürzester Zeit runtergekühlt wird und selbst zu Eis wird. Ihr könnt das Ganze dann als cooles Experiment auf der nächsten Superheldenparty zum Beispiel in Szene setzen. Älteren Kindern könnt ihr dahinter die physikalische Reaktion natürlich erklären, also praktisch, dass das Salz den Gefrierpunkt des Eiswassers senkt und dem Getränk dabei Energie entzieht, was dann dazu führt, dass es sehr schnell eben runtergekühlt wird. Und für jüngere Kinder ist das halt eben einfach die magische Superheldenkraft, die die Flüssigkeit jetzt blitzschnell zum beliebten Wassereis machen lässt. Also ich denke, der Superheldentrick kommt bei ziemlich allen Altersstufen gut an. Ihr benötigt auf jeden Fall speziell für diesen tollen Kinderslushy hier einen großen und einen kleinen Gefrierbeutel. Bevor sich jetzt jemand beschwert, ja, das gleiche funktioniert auch mit wiederverwendbaren Gefrierbeuteln. Wir hatten sie an dem Tag jetzt leider vergessen und hatten nur diese Eimerbeutel hier. Aber auch die müsst ihr ja nicht nach einmaligem Gebrauch wegschmeißen, sondern ihr könnt die auch auswaschen und dann wieder benutzen. Gut, also auf jeden Fall braucht ihr dafür jetzt ungefähr 3 Kiwis. Ihr braucht Zitronensaft aus einer Zitrone, Salz, wer mag, ein bisschen grünen Sirup oder Lebensmittelfarbe, dazu sage ich gleich noch was, sowie Ananassaft und Eis. Dann geht's los. Zuerst halbiert ihr die Kiwis und nehmt das Fruchtfleisch raus. Dazu gibt es auch nochmal einen super einfachen Trick, vor allem gut zu wissen, wenn man viele Kiwistücke braucht. Steckt einen Mixerstab senkrecht in die halbe Kiwi und dreht ihn einmal rum. Also dann löst sich praktisch das Fruchtfleisch und ihr habt 4 kleine Portionen. Das ist praktisch für einen Obstsalat, wenn ihr einen macht, oder wenn ihr eben so Kiwistücke in den Mixer geben wollt. Müsst ihr sie nicht schälen und dann schneiden, sondern ist das einfach nur ein Handgriff. Funktioniert allerdings nur wirklich gut mit relativ weichen Kiwis, das müsste man wissen. Gut, jetzt kommt auf jeden Fall das Fruchtfleisch in den Mixer und wird püriert. Und anschließend gebt ihr ungefähr einen halben Liter Ananassaft oder ähnlichen Saft dazu, je nachdem, was euch gut schmeckt und ähnlich aussieht. Und dann kommt was von einem grünen Sirup dazu oder wie gesagt Lebensmittelfarbe. Das ist jetzt die einzige ungesunde Komponente, würde ich sagen. Brauchen wir aber für den knallgrünen Farbeffekt, der den Kryptonit-Slushy ja erst zu diesem macht. Also wer diese Zutaten nicht mag, der kann auch einfach so ein bisschen mehr Kiwis verwenden. Grün wird er ja trotzdem. So, jetzt kommt noch ein bisschen Zitronensaft dazu und dann mixt ihr alles einmal schön durch. Und jetzt kommt die Verwandlung vom Saft zum Slushy. Hier seht ihr es nochmal. Füllt den Saft in den kleinen Gefrierbeutel und verschließt den dann luftdicht, also so, dass keine Luft mehr am Beutel ist. Und dann legt ihr den Beutel in die Mitte des großen und füllt den großen Beutel jetzt mit Eis. So viel, dass der kleine Gefrierbeutel praktisch gut bedeckt ist. Und jetzt kommt Salz dazu. Das ist jetzt unsere Superhelden-Kraftzutat sozusagen. Die müsst ihr dann auch als solches verkaufen, wenn ihr den Effekt halt den Kindern zeigen wollt, auf einer Party oder so zum Beispiel. Und jetzt müsst ihr eine ganze Weile gut durchschütteln. Wenn ihr jetzt mehrere Kinder da habt, dann darf natürlich jeder kleine Superheld mal eine Minute schütteln oder so. Insgesamt sollten das so ungefähr 5 Minuten sein. Die physikalische Reaktion, die sorgt jetzt auf jeden Fall dafür, dass das Eis schmilzt und es auch an den Händen sehr, sehr kalt wird. Deshalb verwendet am besten Handschuhe oder ein Handtuch, dann ist das angenehmer. Und noch eine interessante Info finde ich zwischendrin. Den Trick mit dem Salz, den kannten sogar schon die Römer, also die haben so ihr Eis hergestellt. Ist eigentlich eine gute Alternative zur Eismaschine, die wir finden.
Genau, und dann brauchen wir jetzt natürlich noch einen coolen Superhelden-Snack. Weiter geht's jetzt also mit super leckeren Powerballs, die nicht nur viel Superheldenkraft liefern, weil sie echt mega gesund sind, sondern Kinder finden die erfahrungsgemäß auch wirklich sehr lecker, weil sie durch diesen natürlichen Fruchtzucker aus den Trockenfrüchten echt super süß und fruchtig schmecken. Also ähnlich wie die Masse in Fruchtriegeln, könnt ihr euch das vorstellen. Ihr benötigt dafür 1 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel Leinsamen. Ihr könnt aber natürlich auch Chiasamen nehmen oder andere. Das Gute ist einfach daran, dass sie optisch eigentlich so gut wie verschwinden in der Masse, aber mega viele Nährstoffe nochmal drin sind und diese Energiewelle eben nochmal gesünder machen. Dann braucht ihr 3 Esslöffel Honig, 80 Gramm Haferflocken und 100 Gramm von so einem Nussfruchtmix. Könnt ihr natürlich auch Trockenfrüchte mixen mit ein paar Nüssen, wenn ihr das da habt statt des Nussfruchtmix. Und dann zerkleinert ihr diesen Nussfruchtmix in den Mixer. Macht das ruhig ein bisschen länger, also der Teig sollte schon so richtig schön zusammenhalten. Hier seht ihr die Konsistenz einmal, so ist sie perfekt. Und danach schmelzt ihr nur noch die Butter an dem Topf und gebt dann 3 Esslöffel Honig dazu, vermischt alles gut und packt dann die trockenen Zutaten mit rein. Also der zerkleinerte Nussfruchtmix kommt dazu, die Haferflocken und dann die Leinsamen. Jetzt verrührt ihr das wieder alles gut und röstet das nochmal für so 3 bis 5 Minuten an, sodass das jetzt alles beginnt zusammenzukleben. Und dann erstmal schön auskühlen natürlich auf einem flachen Teller. Da geht es dann schneller als im Topf. Und die Masse formt ihr dann einfach nur noch zu kleinen Bällchen. Das lässt sich gut machen, also die Masse klebt wirklich gut aneinander. Ja, und dann sind die kleinen Powerbälle auch fertig und zum Einsatz bereit. Also zum Aufessen und Energietanken. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke oder gebt auch gerne einen Daumen nach oben, das freut uns immer. Hier habt ihr auf jeden Fall das Rezept nochmal, wie immer, für euren Screenshot zum Abspeichern. Und ich sage Tschüss und ganz viel Spaß beim selber machen.